Erst vor 2 Tagen habe ich mein Video zum eskalierenden Sorgerechtsstreit zwischen Philipp Plein und Lucia Bartoli hochgeladen, bin schlafen gegangen und wach geworden zu einem Outburst, kann man sagen, an Instagram-Stories von Philipp Plein. Und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. Bevor ich das tue, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Philipp Plein hat eine Vielzahl an Instagram-Stories hochgeladen, die mich wirklich, ehrlich gesagt, verstört zurückgelassen haben. In meinem ersten Video hatte ich eingangs noch gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist, so etwas von außen zu begutachten, dass wir alle keine Akteneinsicht haben und es sehr schwer ist, hier anhand von einem Bild und einem Exklusivinterview zu beurteilen, wer hier die Schuldige sein mag. Auch wenn ich glaube, dass es im Familienrecht gar nicht primär darum geht, sondern, das ist zumindest meine Auffassung, es darum gehen sollte, wie kann es den Kindern gut gehen? Wie kann eine gute Lösung für die Kinder gefunden werden? In diesem Fall Kleinkinder, 2 und 3 Jahre alt. Ich sage da immer noch Babys zu, weil die so jung sind. Frauke Ludewig hat ja, wie ich auch gesagt hatte, einen Shitstorm bekommen. Viele haben das als einseitige Berichterstattung und Parteilichkeit wahrgenommen. Viele Fragen sind offen geblieben. Die Bild sagt wie exklusiv, dass sie Akteneinsicht hatten. Ich frage mich aber wirklich ernsthaft, ob jemand in der Exklusivredaktion eine vollständige Gerichtsakte, die teilweise so dick sein kann, auf Italienisch wirklich journalistisch korrekt durchlesen und prüfen konnte. Das ist eine der vielen offenen Fragen, die ich habe. Aber die Eskalation wurde aktuell definitiv von Philipp Plein weiter hochgetrieben, denn jetzt möchte ich auf die Instagram-Stories zu sprechen kommen. Wir sehen dort private Dokumente, die er veröffentlicht hat, auf denen wir tatsächlich die, so sagt Lucia Bartoli, Wohnadresse von ihr und den Kindern sehen. Das heißt, er hat sie nebenbei gedoxt. Das ist äußerst verwerflich, weil es die Sicherheit der Kinder, wenn sie sich irgendwann in der Zukunft wieder bei der Mutter aufhalten, und davon gehe ich aus, und auch dieser Frau und Mutter gefährden. Des Weiteren veröffentlicht er sehr viel private Nachrichten. Und dazu muss man grundsätzlich wissen, das darf man nicht. Man darf nicht einfach private WhatsApp-Nachrichten veröffentlichen. Allerdings hat er das auf eine bestimmte Art getan, die mich hat innehalten lassen. Die Nachrichten sind, ehrlich gesagt, viel zu perfekt. Er zeigt nur sich, er zeigt nur, was er schreibt. Einmal sieht man sie kurz abgeschnitten, deswegen wird es wahrscheinlich auch relativ schwer, dagegen vorzugehen, würde ich mal vermuten. Und alles, was er schreibt, klingt perfekt. Es klingt wie aus einem Lehrbuch, wie als ob er gecoacht worden wäre, wenn er diese Nachrichten veröffentlichen würde, wie sie klingen sollen. Das ist meine persönliche Spekulation, genau wie das ganze Video einfach nur meine persönliche Meinung widerspiegelt. Denn die Nachrichten von ihm sind wirklich so lang, aber es kommt überhaupt keine Antwort von ihr dazwischen. Und ihr kennt das alle, eigentlich textet man ja bei WhatsApp hin und her. Das heißt, er präsentiert uns nur seine Sicht. Und was wir da lesen, muss ich unumwunden zugeben, klingt perfekt. Er sagt ihr, er möchte sie finanziell unterstützen, er möchte, dass die Kinder sie sehen, ihm ist an einer guten Beziehung gelegen. Er hatte auch im Exklusivinterview gesagt, dass er sie auch noch lieben würde, aber sein Punkt bleibt der gleiche, sie würde den Kindern schaden. Bedauerlicherweise führt er das nicht weiter aus. Er sagt nicht konkret, was den Kindern schadet. Das bleibt eine schwammige Aussage, die mir persönlich überhaupt nicht ausreicht, um zu rechtfertigen, warum die Mutter so junge Kinder nur 2-mal die Woche unter Aufsicht sehen darf. Mit einem Dolmetscher mutmaßlich, der daneben sitzt, und natürlich noch einer Fachperson, die das Ganze überwachen soll, dass die Kinder nicht zu Schaden kommen. Mir reicht das nicht. Ich finde das sehr suspekt. Und deswegen sind diese Nachrichten für mich sehr suspekt. Sie wirken eigentlich wie von jemandem, der perfekt beraten wurde oder sehr intelligent ist. Reine Spekulation. Dann, und jetzt wird es wirklich niederträchtig, veröffentlicht er ein Video, was ihn zeigt, wie er ein Bett filmt, während 2 Polizeibeamte mit ihm im Zimmer sind. Wir können anhand des Videos nicht erkennen, ist das das Bett von Lucia? Ist das aus ihrer Wohnung? Warum sind die Polizeibeamten da? Kann theoretisch sein, dass bei ihm eingebrochen wurde und die Polizei da ist. Man weiß es nicht. Es ist hochsuggestiv und es soll uns das Bild vermitteln,
dass das Bett dreckig ist. Man sieht ein paar Dreckflecken. Für mich sahen die aus, als ob die von Schokolade kommen. Guilty, ist mir auch schon passiert, ist unter uns gesagt kein Indikator von Kindeswohlgefährdung, wohl eher für glückliche Kinder bei Schokolade. Aber ich will euch damit sagen, wir wissen es nicht. Aber diese Videos sind mit dramatischer Musik unterlegt und man bekommt den Eindruck, oh Gott, das ist eine Hölle, eine Höhle. Wer hat denn so gehaust? Haben die Kinder etwa so gehaust? Aber auch das können wir nicht verifizieren. Und dann kommt wirklich das Video, wo ich dann die Neutralität auch ganz klar verlasse und sage, das verurteile ich zutiefst. Wer sowas macht, handelt nicht im besten Interesse des Kindes. Er veröffentlicht Videos, wo die Kinder, besonders so sehe ich das, der ältere Sohn, der Dreijährige, weil der hat ein bisschen mehr sprachliche Kompetenzen als der Zweijährige, deswegen denke ich, das ist der, in einer extremen emotionalen Ausnahmesituation sind. Sie schreien, er versteckt sich unter einem Kissen, er versteckt sich komischerweise immer unter einem Kissen. Das verwundert mich, weil ein Kind in der Regel sich einfach da versteckt, wo es was finden kann. In diesem Fall ist mir aufgefallen, warum immer ein Kissen? Böse Zungen würden jetzt sagen, das wird dem beigebracht, das wird konditioniert, nimm das Kissen und versteck dich, wenn ich das Wort Mami sage. So wirkt es. Es kann aber auch so wirken, dass das Kind vollkommen verzweifelt und aufgelöst ist, weil es eben zur Mutter muss. Und ich kann euch jetzt eins sagen, und das ist das Drama und deswegen verstehe ich nicht, warum das online gezeigt wird. Kinder von hochstrittigen Eltern erleben schlimmste seelische Qualen. Sie leben und stehen in einem konstanten Loyalitätskonflikt. Und es ist nicht unüblich, dass die Kinder hochemotional reagieren, wenn das Elternteil, bei dem sie nicht leben, mit dem sie weniger Umgang, hier in diesem Fall die Mutter hat, sich für einen Besuch anschickt. Und jeder Anwalt, jeder Mensch, der davon betroffen ist, weiß, dass die grundsätzliche Regel, die jedes Jugendamt, jedes Familiengericht immer aufgibt, sagt, sie müssen den Kontakt fördern. Das heißt, wenn das Kind nicht gehen möchte, müssen sie ihm positiv zureden und es ermutigen, weil das Kind verwirrt ist. Und dieser Vater, Philipp Plein, stellt eine Kamera hin und filmt sich, wie er mit dem Kind im absoluten Ausnahmezustand spricht. Er zeigt das Kind im Auto. Wir wissen alle nicht, was vorher passiert ist. Wir wissen nicht, was vorher besprochen wurde, wie das Kind schreit und sagt, es möchte nicht zu Mami und er fragt, warum nicht. Und das Kind nennt auch keinen konkreten Grund. Genau wie Philipp Plein. Es sagt nicht, Mami haut mich, bei Mami gibt es kein Essen. Es sagt einfach nur, es will nicht. Und das finde ich wirklich, wirklich suspekt. Er beruhigt das Kind, indem er ihm dann in diesem Video, was er da in seiner Instagram-Story gezeigt hat, in Aussicht stellt, dass es gleich Paw Patrol gucken kann. Was ich als Mutter auch sehr fragwürdig finde. Ich persönlich lehne es absolut ab, Kinder mit Süßigkeiten, mit Medien, mit Fernsehkonsum irgendwie gefügig zu machen oder auch zu belohnen. Und ich bin übrigens auch der Ansicht, dass 2- und 3-Jährige überhaupt kein Fernsehen gucken sollten. Ich verstehe nicht, warum die in den Stories immer iPads dabei haben. Ernsthaft. Besonders kann ich das nicht verstehen, weil wir hier einen hochprivilegierten Menschen sehen, der offensichtlich, wenn man die Stories sieht, da waren mehrere verschiedene Nannies, die ich gesehen habe. Du hast Personal, die können die Kinder beschäftigen. Du hast Fachpersonal, Erzieher, Nannies. Warum? Gut, einfach nur meine Meinung. Ja? Zeitgleich sehe ich einen Kommentar online von der Mutter von Philipp Plein, die dann kommentiert, die Mutter wäre so schlimm, die Mutter der Kinder, also Lucia. Und es wäre ja so bedauerlich, weil sie ja früher auch Stripperin gewesen wäre. Und frage ich mich, wie all das diesen Kindern, die ja auch die Enkelkinder der Mutter von Philipp Plein sind, wie hilft das den Kindern? Ist das nicht vollkommen irrelevant, wer früher Stripper, was auch immer war? Ich meine, der Mann war offensichtlich früher vielleicht Fremdgänger, ja? Er hat sich selber so beschrieben als Playboy und so weiter. Hat das jetzt was mit den erzieherischen Fähigkeiten zu tun? Das ist ja übelster Rufmord, übelste Verleumdung. Im Übrigen glaube ich, dass wenn sie wirklich Stripperin gewesen wäre, was auch keinen interessiert, ehrlich gesagt, weil wir uns eigentlich alle fragen sollten, wie kann man diesen Kindern helfen? Wie kann man das befrieden?
Da wären doch schon 100 Videos von aufgetaucht, ja. Also der Mann veröffentlicht das Innenleben der Frau. Wir sehen auch, wie sie mit dem kleinen Sohn auf dem Arm sitzt und ganz ruhig ist, ganz ruhig mit ihm spricht und er auf den kleinen Sohn zuläuft und der Sohn sofort unkontrolliert anfängt zu schreien. Auch das filmt er. Wir sehen, wie die Mutter ganz ruhig sagt, bitte hör auf, ich möchte nicht gefilmt werden. Er filmt weiter. Das ist übergriffig und auch das ist nicht in Ordnung. Ihr könnt nicht heimlich Leute gegen ihren Willen filmen. Da würde ein guter Anwalt auch sofort gegen vorgehen und das dann auch noch veröffentlichen. Es ist wirklich ein ganz verantwortungsloses, rücksichtsloses Verhalten. Aber auch hier kann ich euch sagen, selbst Eltern wissen das, selbst wenn ihr nicht hochstrittig seid, was ich euch allen wünsche, weil ihr seht das. Ihr seht das online, was das mit den Kindern macht und mit den Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, in welchem emotionalen Zustand eine Mutter oder ein Vater sein muss, der sein Kind nicht sehen darf und der nicht versteht, warum. Das ist das, was die Mutter sagt, Lucia Bartoli. Sie darf die Kinder nicht sehen, nur sehr eingeschränkt. Die sind sehr klein und sie weiß nicht, warum. Unfassbar. Wirklich, es macht einen eigentlich einfach nur sprachlos. Aber das ist noch nicht alles, bevor ich jetzt komplett den Faden verliere, weil die ganze Geschichte, selbst wenn man sie online verfolgt, hinterlässt bei mir einfach nur das Gefühl, oh, ich wurde massiv gegaslightet. Es prasseln so viele Informationen durch Philipp Plein und diese Instagram-Stories auf einen ein, dass man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Ja, das ist wirklich unfassbar. Hier ein Beispiel wollte ich euch noch geben, bevor ich mich jetzt hier komplett verlaufe, weil es mich wirklich verstört. Ihr habt Kinder und ihr bringt die in die Kita. Gibt es auch viele ganz süße Instagram-Videos. Und die Kinder spielen glücklich, alles ist okay. Ihr erscheint, um die Kinder abzuholen, die sehen euch und fangen sofort an zu weinen, weil das Kind sich daran erinnert, dass es euch eigentlich vermisst hat. Und das ist ganz normal in diesem Alter. Die haben die beste Zeit in der Kita, ihr erscheint zum Abholen und die Welt bricht zusammen. Das Kind entlädt sich, lässt alles los und es ist auch ein großer Vertrauensbeweis übrigens mal für euch. Ja? Also auch hier, wir wissen nicht, warum. Das Kind weint einfach, weil der Vater wiederkommt. Die Kinder müssen einen massiven Loyalitätskonflikt haben. Das ist ja schrecklich, wie die leben. Das ist schrecklich, die Mutter nur unter Aufsicht zu sehen. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen, was das für eine künstliche Situation ist, mit fremden Personen, sogar mehreren Übersetzer und Sozialpädagoge, wer auch immer, seht ihr eure Mutter. Nicht bei der zu Hause, nicht in eurem Zuhause, in einem offiziellen Gebäude in der Regel. Ich weiß nicht, wie es hier gehandhabt wird, ja. Unfassbar, unvorstellbar. Und ich kann einfach nicht mehr glauben, dass ein Mann, der von sich beansprucht, dass er das Beste für die Kinder will und dass er die Kinder vor einer gestörten Mutter, auch wenn er das nicht weiter ausführt, dass er sie dafür schützen will, dass dieser Mann die Kinder so exploitet, so darbietet wirklich vor der Öffentlichkeit in so verletzlichen Situationen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und auch diese Instagram-Stories sind nicht nachvollziehbar. Und getoppt werden die ja noch durch die Stories, die er dann von sich und den Kindern top gestylt mit der neuen Partnerin und den Kindern zeigt. Das ist ja mit Absicht. Für mich persönlich, wenn ich mir das vorstellen würde, dass jemand mich mit Absicht öffentlich so quälen würde, das wäre für mich schon schwerer seelischer Missbrauch. Ich sitze zu Hause, ich werde im Internet von Bild und RTL vor einem Millionenpublikum werde ich exposed. Es wird alles Mögliche über mich gesagt, unabhängig, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es wird erstmal einfach behauptet. Ich darf meine Kinder kaum sehen und dann sehe ich, wie meine Kinder mit der neuen Partnerin und meinem Partner um die Welt jetten. Das ist wirklich Missbrauch für mich, seelischer Missbrauch. Das ist Schikane. Ja? Dann hat sich eine weitere Ex-Freundin von Philipp Plein öffentlich gemeldet. Es wird wirklich immer abstruser. Morgan, entschuldigt bitte, das ist freudscher Versprecher. Ich denke immer an Meghan Markle. Morgan und auch ein sehr schöner Name, wohlgemerkt. Und Morgan schildert exakt ähnliche Situationen wie Lucia. Seitdem sie sich öffentlich gemeldet hat, bekommt Morgan, sie filmt das, also auch hier seht ihr wieder nur Instagram-Stories, bekommt sie Pizzalieferungen rund um die Uhr, wird laut ihrer Aussage beschattet. Lucia hat auch gesagt, sie wurde beschattet. Und man fragt sich wirklich,
was sind das für Zustände? Was passiert da und wer veranlasst das alles? Und die für mich wichtigste Frage, wie kann man das verantworten mit mit kleinen Kindern? Wie soll das die Beziehung zwischen Mutter und Vater befrieden? Wie soll das einen stabilen, konstanten Umgang zwischen Mutter und den Kindern wiederherstellen? Ich sehe da wirklich nur Chaos, nur Feindseligkeit, nur verletzte Erwachsenen-Egos. Und ich bin mittlerweile, ich war eigentlich immer, ich bin generell liberal, was die Lebensgestaltung von Menschen angeht. Wenn Leute ihre Kinder zeigen, ist nicht meins, aber sollen sie machen. Ich bin mittlerweile echt zur Hardlinerin geworden. Ich finde, die meisten Menschen, die ihre Kinder, hier spreche ich konkret von Philipp Plein, jemand, der seine Kinder so der Öffentlichkeit präsentiert, um welchen Punkt auch immer zu beweisen, er hat ja aktuell das vorläufige Sorgerecht, handelt nicht im Interesse des Kindeswohls. Er exposed und exploitet die Kinder und tut mir leid, wenn ich emotional werde, dann wird es denglisch, ja, dann wird es einfach denglisch. Und ich würde wirklich gerne noch hervorheben, dass es eine Armee geführt von Frauen gibt, die für Gerechtigkeit für Lucia, wie sie sagen, kämpfen. Sina Duchenne, die Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer hat das Ganze schon fachlich eingeordnet. Viele andere Frauen, deren Namen mir so spontan nicht einfallen. Ich würde euch bitten, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört oder wenn ihr Frauen wahrgenommen habt, die sich da sehr aktiv gezeigt haben, schreibt bitte die Namen in die Kommentare oder macht einen langen Kommentar, wo alle Namen, alle Verlinkungen stehen, weil ich da wirklich nicht hinterherkomme und ich würde den dann sehr gerne markieren, damit diese Frauen damit ihr die findet. Ihr seht in den Accounts dieser Frauen unzählige Screenshots. Ihr seht Belege für schwerstes Mobbing, für Schikane. Ihr seht Belege, dass die Frauen schikaniert werden, ob es durch Pizzalieferung, durch Hassnachrichten sind, die gekauft werden, durch Beschattung. Das seht ihr dort in den Stories. Und das ist extrem verstörend. Ich muss sagen, mittlerweile finde ich nach diesen wirklich erratischen Stories von Philipp Plein sein Verhalten extrem verstörend. Zu Lucia kann ich nicht viel sagen, außer die Frau bleibt ruhiger, als ich es sie könnte. Sie bleibt ganz ruhig, ab und an sieht man mal, wie sie was repostet. Vollkommen verständlich, es ist immer sachlich, aber sie hat sich eben noch nicht öffentlich geäußert. Und aktuell rechne ich ihr das sehr hoch an. Und auch wenn ich es eigentlich nicht öffentlich aussprechen will, ich klopfe jetzt auch auf Holz, ich sehe sehr viel Parallelen zu Jerome Boateng und Kascha und deswegen sage ich es, dass ein Mann, der so eine Medienmacht hat und so viel Geld hat, so eine, für mich persönlich sieht es aus wie eine orchestrierte Kampagne gegen sie, strategische Interviews mit der Bild, mit Exklusiv, ich habe gar nicht gezählt, diese etlichen Instagram-Stories, das Bild, was er damit von der Mutter seiner Kinder, über die er gleichzeitig sagt, die er liebt und von der er nur möchte, dass sie ein gutes Verhältnis mit den Kindern hat, das Bild, was er vor wirklich der internationalen Presse, weil hier gucken mehrere Länder zu, nicht bei mir, aber generell in diesem Sorgerechtsstreit, was er da zementiert, das macht mich sprachlos. Und es ist genau das gleiche Muster und das gleiche Schemata, was Jerome Boateng mit Kascha gemacht hat. Und wie das geendet ist, wissen viele. Die junge Frau hat sich nach dem medialen Shitstorm, der auch durch den Bildartikel damals losging, die hat sich das Leben genommen. Die hat das nicht ertragen. Und wir alle, und das möchte ich auch der Gruppe von Frauen sagen übrigens, die glaubt, das Richtige zu tun, die für Gerechtigkeit für Lucia kämpft, was ich absolut begrüße. Grundsätzlich sage ich das. Wir alle wissen nur zu einem bedingten Teil, was passiert ist. Ja, es findet eine massive Selbstöffnung in den Medien statt. Ja, auch ich berichte deswegen darüber und das ist auch legitim. Aber wir wissen nicht, was Menschen ertragen können. Ich will nicht zu viel Pathos reinlegen, aber ihr wisst nicht, ob euer Kommentar oder eure Schlammschlacht gegen irgendjemand online die Person nicht zum Zerbrechen bringt. Ihr wisst das nicht. Natürlich dürft ihr Anteil nehmen, natürlich dürft ihr sachlich mitkommentieren. Das ist möglich, weil die Personen das selber an die Öffentlichkeit getragen haben. Aber man sagt so schön, der Ton macht die Musik. Und ich kann wirklich nur auf einen menschlichen Umgang hinweisen. Ich habe dafür einfach schon über zu viel
Shitstorms, über zu viel Kampagnen, Vernichtungskampagnen teilweise, wird dann auch durch Gerichte bestätigt, gegen Menschen berichtet, um nicht euch darauf hinzuweisen, was das mit Menschen machen kann. So möchte ich das Video schließen und ich möchte euch bitten, lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren, lasst uns sachlich diskutieren und bitte teilt mir mit, habt ihr den Outburst von Philipp Plein ebenso schockiert wie ich beobachtet? Hat sich euer Bild vielleicht geändert, nachdem ihr erst den wirklich sehr gut inszenierten RTL-Bericht verfolgt habt? Glaubt ihr, dass das gerechtfertigt ist, dass diese Mutter die Kinder nicht sehen darf? Ich habe so viele Fragen, wie ihr merkt. Lasst uns in den Kommentaren miteinander darüber sprechen und ich freue mich dann, von euch zu lesen. Bis bald.